Herzlich willkommen zur 22. Folge von Gerrits Tagebuch. Die Lufthansa Technikhalle ist endlich fertig. Die 747-400, die hier vorne gerade ankommt, möchte gewartet werden. Und anhand dessen kann ich einmal kurz den Ablauf zeigen, wie diese Halle am Ende leben soll. So, die Maschine ist vorne abgestellt worden, die Triebwerke sind aus, also Tore auf. Und danach kann die Maschine in die Halle reingeschoben werden, um dann gewartet zu werden. So, wenn die Maschine in der Halle ist, werden natürlich die Tore geschlossen, weil die Anwohner sollen ja von den Triebwerkstests oder Ähnlichem nichts mitbekommen. Das Tore schließen dient uns wiederum für einen kleinen Trick, weil wir mit den Flugzeugen nicht so unendlich rückwärts fahren können und die Pushbacker auch nicht überkreuzen können oder verschiedene Pushbacker in verschiedene Richtungen fahren lassen können. Also werden die Tore gleich wieder geschlossen, denn während der Wartungszeit, die haben wir genutzt, um das Flugzeug drinnen zu drehen. Damit das Rausholen mit dem Pushbacker, der jetzt vorne schon kommt, realistischer ist, weil normalerweise Flugzeuge halt in Hallen nicht aus eigener Kraft fahren, sondern mit Pushbackern bewegt werden. Der Pushbacker kommt jetzt hier schon, um das Flugzeug gleich abzuholen. Abschließend zieht der Pushbacker das Flugzeug aus der Halle hinaus, Tore werden geschlossen, Pushbacker wird weggefahren und das Flugzeug ist wieder bereit, hier über Knuffingen viele Runden zu drehen. So, hier wo ich jetzt stehe, in dieser Situation sieht man gleich zwei neue Themen sozusagen. Erstens ein neues Flugzeug, unser neuer zweiter großer Stolz, ein zweiter A380 von Thai. Setzt jetzt zur Landung an, seit 2 Tagen fertig und wie gesagt, 2 A380, da sind wir mächtig stolz drauf. Was man hier auch eben gerade gesehen hat, ist, dass die Tarnung wirklich weit fortgeschritten ist. Sie ist genau genommen technisch fertig, weil es fehlen nur noch Kleinigkeiten. Die Software funktioniert, es synchronisiert sich auf das Flugzeug, das ist mir ganz wichtig gewesen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Heckflosse darf nicht anstoßen und vorne das Bugrad nicht, egal welchen Neigungswinkel das Flugzeug annimmt. Wir haben es momentan mit dem Papprahmen versehen, weil so ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber wir haben bis jetzt noch keine Berührung da dran. Der Papprahmen auch deswegen, weil wir wollen uns herantasten, wie klein wir mit dem Fenster werden können. Je kleiner das Fenster, desto schöner die Tarnung. Eine Tarnung ist es aber erst dann, wenn hier die Lamellen in der Mitte runterhängen, die das Ganze tarnen werden. Und noch ein weiterer Teil fehlt, aber den zeige ich euch unten in der Werkstatt. So, da die Tarnung, ja, wie man oben gesehen hat, noch nicht ganz fertig ist, mal ein kleiner Sprung in die Werkstatt. Hier sind nämlich noch die fehlenden letzten Elemente. Und zwar, eine Tarnung wäre ja nichts, wenn sich nur ein Fenster im freien Raum bewegt, sondern das da drüber und da drunter muss ja auch weggetan sein. Das machen wir mit Rollos. Das sieht man jetzt hier. Hier sieht man das Fenster, wie die Rollos auf der oberen und unteren Seite jeweils dann halt die Sicht verschließen. Unten sind es natürlich 2 einzelne, damit die Stange in der Mitte durch kann. Man kann für die Rollos nicht einfach in den Baumarkt gehen und irgendwas kaufen. Das würde nicht lange genug halten, denn das weiß vielleicht jeder. Ein Rollo, wenn man es zu oft benutzt, irgendwann reißt es. Aber diese Dinger, die wir hier gefunden haben, sollen 1 Million Hübe oder Schaltspiele, wie man es nennen möchte, mitmachen können. Und das reicht schon eine ganz schöne Zeit. So, und bei der nächsten Etappe, was ich euch gerne zeigen möchte, bleibe ich, wie es eigentlich im Moment jeden Tag ist, hier erstmal hängen. Das ist natürlich für mich, der sich für Feuerwehr interessiert, ein super Detail. Das hat Stefan gebaut. Und als ich das erste Mal gesehen habe, war ich gleich so begeistert. Weil es ist halt ein Löschstrahl, den wir in jedes Objekt reinlenken können. Als erstes werden wir dieses neue Ding natürlich einsetzen für die Knopfdruckaktion am Flughafen, nämlich die Löschübung, wo ja die Feuerwehr halt einen Triebwerksbrand löscht als Übung und das eignet sich natürlich hervorragend dafür. Auf jeden Fall kommen wir hier zu einem wirklich großen Problem. Das ist die DC-6 von Red Bull, eines der wenigen erhaltenen Exemplare. Aber dieses Flugzeug ist wirklich so lackiert worden, wie eine Red Bull-Dose in echt aussieht. Zumindest das Original. Und das ist uns beim ersten Anlauf noch nicht so richtig geglückt. Denn eine Red Bull-Dose ist eigentlich mit einem durchsichtigen Lack auf einer verchromten oder auf einer metallischen Oberfläche. Und so ist es beim Flugzeug in echt auch. Das Flugzeug ist verchromt und es ist eine lasierende Farbschicht aufgetragen worden. Und das ist im Modell echt nicht einfach. Und da haben wir eigentlich nach vielen Tests und Arbeiten endlich den Ansatz, wie wir dieses Flugzeug leider nochmal neu lackieren müssen, damit es so aussieht, wie es in echt auch aussieht. Wird jetzt wie viele Stunden dauern? Ja, einige. Das ganze Ding muss halt erstmal schwarz vorlackiert werden, dann muss es trocknen, dann kommt eine Chromschicht drauf, dann kommt ein spezieller Klarlack drauf, dann mache ich mit Airbrush die Lasurfarben oben drauf noch, dann kommt nochmal eine Klarlackschicht drauf. Also wird auf jeden Fall sehr aufwendig, weil ich darf ja auch nicht zu dick werden mit dem Lack, sonst passt das auch wieder nicht. Aber ich denke, der Effekt, das lohnt sich. Ihr seht, ich werde auf dieses schöne Flugzeug im Testbetrieb etwas länger verzichten müssen. Aber dann haben wir sie wenigstens so schön, dass man nachher die Dose gegen das Flugzeug halten kann und sieht, alles klar, original getroffen. Was man jetzt sehr schlecht in Bilder rüberbringen kann, ist, dass ich dieses Flugzeug von links nach rechts starten höre. Der Sound läuft genau mit dem Flugzeug mit. Sämtliche Bässe, die Höhen und so weiter, das löst unsere neue Soundmatrix. Wir haben 6 Lautsprecher an der Decke, 2 große Subwoofer unter der Anlage und 24 kleine Lautsprecher verteilt in der Anlage.
Das Computerprogramm errechnet jetzt für jedes Geräusch, was irgendwo stattfinden soll, genau die Position und sagt sich, an dem Lautsprecher mache ich den leise, da mache ich ein bisschen lauter. Wenn man in der Mitte steht, kommt der Sound dann also von da. Macht er hier leiser, da etwas lauter, wandert der Sound auf der Anlage entlang. Somit kann ich jeden Sound auf jeden Punkt der Anlage bringen. Und wir sind völlig begeistert, vor allen Dingen, dass es mit den Bässen klappt. Es klingt schon wirklich nicht schlecht. Was uns auch viel Freude bereitet, ist, dass die Anzahl der offiziellen Termine zunimmt. Das heißt, irgendwo auch bei uns das Gefühl entsteht, wir nähern uns doch irgendwann auch langsam mal einer Eröffnung an. So zum Beispiel hatten wir die 100-Jahr-Feier des Hamburg Airports, die Eröffnungsfeierlichkeiten hier bei uns und haben dafür eine Flugshow generiert. Die historische Zeit des Hamburg Airports, der 100 Jahre, wie gesagt alt, wird mal in Bildern und auch in Flugmodellen in einer kleinen Show gezeigt. Heute war Turkish Airlines mit einer hochrangigen Delegation hier und hat die Inbetriebnahme ihrer Boeing 737-800 Winglets hier bei uns am Knuffing Airport gefeiert. Das sind einfach schöne Termine, weil wir den Flughafen auch in diesem Moment einfach mal in einem fast fertigen Gewand zeigen müssen und sehen, es funktioniert schon. Hiermit sind wir schon wieder durch für diese Folge von Gerrits Tagebuch. Nein, nicht ganz. Denn weil Weihnachten naht und ich hiermit auch all meinen Zusehern ein fröhliches Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch ins neue Jahr wünschen möchte, haben wir dieses Mal einen Zweiteiler gemacht. Und der zweite Teil findet ganz ohne mich statt, nämlich nur mit schönen Nachtbildern. Darauf freue auch ich mich sehr und auch auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.